Aber ich lese jetzt trotzdem was vor, was ich vorbereitet habe. Das mache ich jetzt einfach. Genau, und zwar, achso, da muss ich aber erstmal ein bisschen erzählen. Also, eigentlich sind wir ja so im Thema, naja, was ist eigentlich das eigentliche Thema? Sagen wir mal, der rote Faden, das ist so ein bisschen der Sohn, habe ich dir auch schon erzählt. So, mehr kann man dazu nicht sagen, weil es, genau. So, jetzt stelle ich gleich Timmy vor. Timmy. Timmy ist, wie alt wird er sein? 8 oder 9. War er zu dem Zeitpunkt, was ich jetzt gleich vorlese. Und genau, der heißt Tim, ist heute ein erwachsener Mann, der ist Mitte 40. Und der ist eben im MK-Ultra-Programm aufgewachsen. Und also seine Familie hat auch Militärhintergrund. Irgendwie der Vater war irgendwie beim Militär, Mutter, der Großvater, genau. Also da gibt's schon mal diese Geschichte, gibt's schon mal diesen Hintergrund, diese Verbindung zum Militär. Und er hat auch in so einem Ort gewohnt, in so einem kleineren Ort, wo ganz viele davon waren. Das ist ja auch oft so. Es gibt ja so Orte, also da wohnen nur so bestimmte Leute, die alle unter einer Decke stecken. Ne? Und die auch dann natürlich sich gegenseitig, ja, also für den anderen Ort dann auch lügen und so. Und deswegen fragt man sich ja, warum werden die Dinge nicht aufgedeckt? Ja. So. Genau, da waren auch mehrere Familien und das machen die so, damit die immer sich gegenseitig kontrollieren können und bespitzeln können und gucken können, ne? Verhält der sich richtig? Und also genauso. Und dann ist er war er in einer Schule. Und das kann man alles nachlesen in diesem Buch, was er jetzt geschrieben hat. Das verlinke ich dann auch auf meinem Kanal auf jeden Fall unter dem Video, ne, Nackte Poesie. Und da kann man sich dann das PDF runterladen. Da steht das alles drin. Und die Schule, wo er war, das war auch so eine Schule, wo die dann halt so rekrutiert haben. Also er beschreibt es auch so, dann das Klassenzimmer, da hast du dann so einen riesigen Spiegel gehabt, aber das war so ein Two-Way-Spiegel. Also dahinter saßen dann Leute und haben die Kinder beobachtet und haben halt geguckt, ne, was sind das für Charaktere, für Persönlichkeiten, wen können wir für was benutzen, ne, bei wem kann man was rausholen, ne, also was kann man bei wem stärken. Genau, so, und so wurden die dann erstmal so beobachtet und dann wurden bestimmte Kinder ausgesucht fürs Programm. Ja, und mit denen wurde dann gearbeitet. Und er war halt so ein Kind, er wurde ausgesucht und er war schon immer sehr intelligent. Und was so ein bisschen problematisch war für die Programmierer, ne? Also die haben dann sich ein Subjekt ausgesucht und das wird dann programmiert. Ja. Und Tim war aber immer sehr kämpferisch. Und sein Blog, er hat ja auch seit vielen Jahren schon einen Blog, wo er über die Sachen schreibt und Artikel schreibt, heißt ja auch Fighting Monarch. Und die Stelle, die ich jetzt vorlese, das ist so eine Szene, wo sie auch dabei sind, versuchen ihn zu programmieren, ihm Suggestionen einzureden, ihm Ideen einzureden, ja, damit er halt irgendwas macht, was er sonst eigentlich nicht machen würde. Und er kämpft dagegen immer so ein bisschen an und die sind auch schon teilweise verzweifelt mit ihm. Was soll man mit dem noch machen und so? Also es ist auch schon so ein bisschen witzig, ist natürlich überhaupt nicht witzig, aber ja gesagt, also Humor rettet Leben. Naja, und genau, und ich kenne den Tim, ich glaube so vor 2 Jahren sind wir in Kontakt getreten und da hatte er schon seinen Blog, wo er auch schon ganz viel geschrieben hat. Aber damals war es noch so, da hat er noch gesagt, also sein echter Name, also den hat er nie genannt. Und es war auch wichtig für ihn, dass sein echter Name nicht genannt wird. Und jetzt hat er ja vor kurzem diese Bücher geschrieben und hat mir die dann auch geschickt. Und da gucke ich rein und sehe ich, sein voller Name ist genannt, seine Familie, er beschreibt alles. Und da dachte ich mir, okay, wow, das ist jetzt der nächste Schritt. Ja, also er ist jetzt anscheinend bereit. Ach, und jetzt kriege ich gerade Gänsehaut. Das ist so schön. Er ist jetzt bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Und ja,
er ist jetzt da mit seinem Namen und allem und was hat er zu verlieren? Ich meine, die haben den eh schon auf dem Kieker, der hat überall Implantate, der wird ständig gegängelt, also ne, so ferngesteuert. Also vielleicht dachte er sich irgendwann, ja, die wissen eh, wer ich bin, also ist auch egal. So, jetzt komme ich eben raus. So. Und das fand ich super und dann hatte ich ihm gesagt, du, ich würde gern hier in unserer Sendung dich vorstellen und was aus deinem PDF dann auch verlinken und vielleicht was draus vorlesen und so. Und da war er ganz begeistert, und meinte, super, oh, es ist so toll und ihr könnt mich auch jederzeit einladen. Ich komme auch gerne zu euch in die Show und erzähle. Und mein Deutsch ist nicht so gut, aber meinte ich, du, das macht nichts, wir können ja auch Englisch. Und also er war gleich Feuer und Flamme und dann musste ich ihn so ein bisschen stoppen. Also ja, wunderbar, wir wollen ja auch irgendwann mal echte Gäste haben. Ne? Wir haben ja bisher nur imaginäre Gäste, irgendwann haben wir echte Gäste und das ist ja super, du kannst ja unser erster Gast sein, aber wir sind technisch noch nicht so ausgerüstet. Aber jetzt sind wir es ja zum Beispiel. Mhm. Und genau, dann habe ich gesagt, du, immer mit der Ruhe, bei uns dauert das alles mal so ein bisschen länger, ne? Wir sind on Tea Time, also das ist unsere, so, die Zeit ist ein bisschen anders. Und genau, ja, und dann meinte er, ja, die einzige Sorge, die er hat, dass er vielleicht nicht hübsch genug ist neben uns beiden. Da meinte ich, kein Problem, kannst dich ja verkleiden, wenn du, also, aber ich denke, das wird kein Problem sein. So, ich hole jetzt mal den Text, der steht hier unten auf meinem anderen Computer. Okay. Also. Und zwar ist es das Buch, das heißt Stories When Little. Oh Mann. Und da lese ich jetzt Seite 69 bis 74 und das ist ganz große Schrift, also ist gar nicht so viel, ja. Okay, also. MK Ultra never worked with me. As early as the 70s, my programmers had trouble. One can fight suggestions even drugged, even hypnotized, and even asleep. Mm-hmm. That gives me hope. My controllers wanted me to rape Wonder Woman, but I refused. Genau, noch ganz kurz dazu. Also die haben dann geguckt, die hatten dann damals die Jungs beobachtet und hatten zwei Kategorien. Einmal homosexuell und einmal Vergewaltiger. Und da haben die geguckt, welche Jungs kommen in welches Zimmer sozusagen. Wen versuchen wir zum Homosexuellen umzuprogrammieren und wen versuchen wir zum Vergewaltiger umzuprogrammieren. Und Timmy war halt immer, der war halt sehr lebendig, ne? Und dann dachten die, das können wir vielleicht in Aggression umwandeln, ne? Genau. Deswegen, also die haben die ganze Zeit versucht, aus ihm einen Vergewaltiger zu machen. So. So, my controllers wanted me to rape Wonder Woman, but I refused. Even worse, from their perspective, I identified with her. I was disinclined to homosexuality. I admired Wonder Woman and I hoped to share her qualities. In hypnotic sessions, we had comic exchanges like the following. Is she a hero? I asked of Wonder Woman. I want to be like her. I want to be strong. This is a disaster, my programmer muttered to herself. Das ist also eine Frau gewesen. Mhm. Wonder Woman can turn a plane and you don't want me to be like her? I thought you wanted me to be strong. I don't know what to do with him, she said to her male colleague. Das ist also ein Paar gewesen, Mann und Frau. Und das ist meistens so, dass immer Mann und Frau zusammen programmieren. Oblivious to my situation, I went on.
I want to have glasses like that someday. Chrissy has glasses like Diana. Why can't I have glasses? The male subhuman answered. Also so nennt sie. Untermenschen, subhumans. We don't want you to see us. You're too smart. You remember too much. Also haben sie ihn blind gelassen, ja. Maybe if I'd had those glasses, I would have actually been able to see the Rockettes when we went to Radio City Music Hall. These ladies were famous for their high kicks and their long, beautiful legs. So you would think my programmers would want me to ogle them. Indeed, I was attuned to women's bodies, vaguely hoping to look at a Playboy someday, fascinated by the women's locker room at my mother's tennis club and noticing an occasional spray of hair peeking from the bottom of a woman's swimsuit. But that's how stupid the programmers are. These people are stupid, wissen wir schon. Rather than make sure a kid has good eyes so he can lust after showgirls, they'd rather keep him in the dark. It was years until I finally got eyeglasses. Even when we went to the ophthalmologist, my parents decided not to buy them because I didn't complain. When I finally got those glasses, they had round tortoise shell frames, just like those worn by Wonder Woman's alter ego, Diana Prince. It turned out Wonder Woman had something I wanted after all. The glasses, der wollte nur die Brille haben. Meanwhile, at soccer camp, I refused to accept rape fantasies. So my female controller said, speaking of Wonder Woman, maybe she's too much like his mother. What if we gave him someone younger? So they made me watch Wonder Girl, or Drusilla, played by Deborah Winger, who appeared in 3 episodes of the television show. In a scene they made me watch, Wonder Girl goes on a double date with Wonder Woman. Benny Goodman, once popular with MK Ultra programmers, plays in the background, while the older Amazon looks dazed. Drusilla's date tells her she looks pretty, so she tells him he looks pretty too. Since to me, then as now, men and women are equal, and Wonder Girl responded in kind, I did not understand why it was funny. Maybe they gave me too many drugs. One controller asked her partner, "Do you think he belongs in the other room?" Na, also für die Homosexuellen. He replied, "Let's leave him here." I identified with Drusilla, a good student who wants to learn. General Blankenship and Diana Prince teach her things. Again, I led my programmers to say, maybe he belongs in the other room. The woman controller, who was always the one I tended to trust and favor, told me, "I know you like Drusilla. I want you to identify with someone else." Of course, she meant the Nazis who hold Drusilla captive and rape her off stage, but I didn't understand. They told me, under hypnosis, that the captain had something I wanted, obviously meaning Wonder Girl. But I thought they meant his striped tie. For decades to come, I would wear one with a similar pattern. Also, I acquired a mysterious impulse to learn German, enforced when they programmed me to The Sound of Music. So, as a teenager, I earned my Zertifikat Deutsch als Fremdsprache from the Goethe Institute. I would later travel to Germany and Austria, and I still like their music, cuisine, and culture. Not to mention wheat beers like
Schneider Weiße Original, Eyinger Bayerische Dunkel, das kenne ich zum Beispiel gar nicht, und Festina Pech oder Pech, kenne ich auch nicht. I have lived much of my life in the mountains. Much like the poppy field in The Wizard of Oz, to which others were programmed, the Alps became my happy place. As the scum pushed me harder and harder toward rape, one of many women who betrayed me, as she betrayed herself, her sex, and humanity, told me under hypnotic sedation, there are some women you will protect. There are others you won't. I want you to protect me. You need to do things for me first. Listen to him. So, das war das, was die gesagt hat. Jetzt erzählt er weiter. Again and again, the subhuman degenerates would give me rape suggestions under hypnosis or other unacceptable commands. And a female programmer would say they would hurt her unless I complied. Fritz Springmeier and Cisco Wheeler describe how these degenerates will threaten a pet, child, or parent to enforce compliance from a beta sex slave, only to kill the pet or rape the human anyway. I have seen it happen. Never make a deal with the scum. Ne, deswegen no deals. Ja, mit diesen Leuten kann man auch nicht verhandeln, weil die sich an nichts halten. Through MK Ultra, the trash love to turn good instincts into evil actions. The Illuminati and their slaves are the enemies of humankind. Like everyone, I did not know the nature of my enemies, so they got some suggestions into me. Here's another MK Ultra colloquy queuing on a blonde from soccer camp. The male programmer asked me, "Do you ever watch I Dream of Jeannie?" I answered back, "We don't watch much TV at my house." Trying to be helpful, I added, "One time my dad and I watched The Muppet Show." Here the woman spoke. "Who do you like in there?" After some thought, I replied, "I like Animal, I guess." Animal was the drummer on The Muppet Show who chases any woman he sees across the stage, lustfully and maniacally crying, "Woman, woman, woman!" Presumably he intends to rape the woman he encounters, but the whole thing is played for laughs. They wanted to grow this wilderness in me. So the male subhuman took encouragement. He figured he had something to work with. I want him to stay with me for now. Later, I'll give him a suggestion. All right, put on your cleats. Go outside. We'll talk about this later. Just like Babu in the I Dream of Jeannie cartoons, or was it Jeannie herself, I answered, "Yes, master." The suggestions took, however, lightly. As an adult, in bed, back when I could have sex, I had a tendency to address my partner as woman, just like Animal, who remained my favorite character on the show. CIA wanted an altar through which they could develop my wild side. They wanted me uncontrollable, and they wanted to direct the altar toward rape. Following suggestions, almost 10 years later, I found myself attracted to Barbara Eden, a blue-eyed blonde with a bare midriff, harem pants, and a low-cut top. She starred on I Dream of Jeannie, where she lived with an astronaut she called Master. How's that for sexual fantasy?
Think further that Jeannie's master, Major Nelson, served in the Air Force, a hotbed of mind control, which they call the mission rather than the program. They don't call them television programs for nothing. CIA loves to use TV and film for mind control. I encourage everyone to examine their own lives for connections between their image of themselves, others, and the world, their fantasies, their speech patterns, and the shows they watched. Small things can be telling. Are your girlfriends all short? Do they have a certain color hair? Do you tend to fall for guys in a band? And so on. Also, I encourage people to examine their own lives for actions at odds with their being, impulses at odds with their wishes, or statements at odds with themselves. So. Ja, also horche in dich hinein, ne, und schaue, ne, was kommt wirklich von mir, was bin wirklich ich und was wurde mir von außen. Und das gilt für alle. Ne? Es ist ja jetzt, dieses MK Ultra, das ist ja jetzt was ganz Spezielles, aber es gibt ja auch diese Massenhypnose, ne? Fernsehen, Radio, da sind wir ja alle von betroffen.